Wenn ein Erwachsener den Kontakt abbricht, reagiert die Polizei nicht sofort, vor allem wenn es sich um eine Frau handelt, die gerade eine Wohnung in einem anderen Land gemietet hat und dort alleine lebt. So war es auch in dieser Geschichte. Anna Maria Knežević, eine US-Bürgerin, die nach 13 Jahren Ehe vorübergehend nach Madrid gezogen war, wollte allein sein, sich selbst finden und einen Neuanfang machen. In Madrid reichte sie die Scheidung ein, schmiedete Pläne für die nahe Zukunft und hielt Kontakt zu ihren Angehörigen. Am 2. Februar meldete sich Anna zum letzten Mal telefonisch und schon am nächsten Tag kamen verdächtige Nachrichten von ihrer Nummer. Eine Freundin erkannte sofort, dass sie das nicht war. Anna Knežević wurde um 1983 in Montenegro in einer Familie geboren, die traditionelle balkanische Werte pflegte. Ihre Kindheit verbrachte sie in einer Region, in der Familie, Disziplin und Erziehung eine wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsbildung spielten. Sie wuchs in einem kulturellen Umfeld auf, in dem Respekt vor Älteren, Bildung und Unabhängigkeit als wichtigste Orientierungspunkte für die Zukunft galten. Schon in jungen Jahren zeigte Anna Sorgfalt, Organisationstalent und den Wunsch nach Unabhängigkeit, Eigenschaften, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten sollten. Später, nach ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten von Amerika, erhielt Anna die amerikanische Staatsbürgerschaft. Über ihre ersten Lebensjahre in den USA ist wenig bekannt, doch sie passte sich recht schnell an ihre neue Umgebung an. Das Leben in Amerika eröffnete ihr Möglichkeiten für berufliches und persönliches Wachstum. Sie lernte Englisch, begann ihre beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln und wurde mit der Zeit zu einem aktiven Mitglied der örtlichen Gemeinde. Sie legte stets großen Wert auf Bildung und persönliche Entwicklung. Sie strebte nicht nach Öffentlichkeit, sondern bevorzugte ein ruhiges, unauffälliges Leben. Anfang 2010 lernte Anna in Fort Lauderdale, Florida, David Knežević kennen. Zwischen den beiden entwickelte sich schnell eine ernsthafte Beziehung und bald zogen sie zusammen und heirateten später auch. Mit der Zeit wurden sie nicht nur Ehepartner, sondern auch Geschäftspartner. Gemeinsam gründeten sie ein Unternehmen, das sich mit technischem Support und IT-Lösungen befasste. David kümmerte sich um die technischen Fragen, während Anna laut Aussagen von Bekannten für die Organisation und Strategie verantwortlich war. Später begann das Paar in Immobilien zu investieren und erwarb Objekte in Florida. Von außen sah ihre Beziehung stabil aus. Ein solides Geschäft, ein Zuhause, ein geregelter Lebensablauf. Sie wirkten wie ein Paar, das selbstbewusst auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit war. Mit der Zeit kam es jedoch zu Problemen innerhalb der Familie, von denen die Außenwelt nichts wusste. Allmählich kam es zu ernsthaften Spannungen in der Beziehung, unter anderem aufgrund finanzieller Meinungsverschiedenheiten und persönlicher Konflikte. Bis 2023 war die Ehe von Anna und David praktisch zerbrochen. Nach Angaben von Angehörigen befanden sie sich in der Trennungsphase und die Frage der Vermögensaufteilung wurde zum Hauptthema. Sowohl die Vermögenswerte des Unternehmens als auch Immobilien waren gefährdet. Der Scheidungsprozess war noch nicht offiziell abgeschlossen, aber die Parteien waren bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt. Es gab Verhandlungen, Streitigkeiten und die Stimmung verschärfte sich zunehmend. Nach Ansicht einiger Bekannter wurde die Situation dadurch erschwert, dass die Trennung nicht nur emotionale Aspekte betraf, sondern auch große Geldsummen. Vor dem Hintergrund der Verschärfung des Konflikts beschloss Anna, die USA vorübergehend zu verlassen. Im Dezember 2023 zog sie nach Madrid und mietete eine Wohnung im prestigeträchtigen Stadtteil Solomang. Nach ihren eigenen Angaben war dieser Schritt notwendig, um sich dem Druck zu entziehen, die Situation zu überdenken und eine schmerzhafte Phase in ihrem Leben in Ruhe abzuschließen. Sie betonte wiederholt, dass sie keine neue Beziehung suche, nicht nach Unterhaltung strebe, sondern einfach nur ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden wolle. Nach ihrer Ankunft in Spanien richtete Anna sich ein, meldete sich für eine Therapie an, pflegte aktiv den Kontakt zu Freunden und begann sogar, Pläne für kurze Reisen durch Europa zu schmieden. Madrid war für sie keine Flucht, sondern eine Möglichkeit, vorübergehend dem Konflikt zu entkommen, der sich in Florida aufgebaut hatte. Doch schon nach wenigen Wochen wurde ihr unabhängiges Leben unerwartet und auf mysteriöse Weise unterbrochen. Nach ihrem Umzug nach Madrid hielt Anna engen Kontakt zu einer Freundin namens Saa. Trotz der Entfernung kommunizierten sie täglich miteinander. Saa lebte in Florida. Sie waren seit Jahren befreundet und reisten oft zusammen. Anna vertraute ihr ihre Pläne, Gefühle und Details ihres Alltags an.
Aus ihrer Korrespondenz geht hervor, dass Anna sich nicht verschloss und offen darüber sprach, wie sie sich in Spanien einlebte. Mitte Januar 2024 reisten die beiden gemeinsam nach Österreich und vereinbarten sich nach dieser Reise wieder in Madrid zu treffen. Saa sollte am 8. Februar dort ankommen. Vorher, am 5. Februar, wollte Anna zusammen mit einer anderen Freundin nach Barcelona reisen. Die Tickets waren bereits gekauft. Diese Reise war für sie nicht nur wichtig, um etwas Abwechslung zu haben. Zusammen mit ihrer Freundin wollten sie eine Konferenz besuchen. Anna hatte die Details der Reise im Voraus besprochen und sprach begeistert von der bevorstehenden Reise. Am Abend des 2. Februar telefonierte Anna mit Saa. Es war etwa 8:30, sie telefonierten über 1 Stunde lang. Sie sagte, dass sie zu Hause bleiben würde. Laut ihren Angaben hatte sie für diesen Abend keine Pläne. Sie sprach ruhig und erzählte von Kleinigkeiten, von der Hausarbeit, einem Besuch im Laden, ihrem Tagesablauf. Das Gespräch endete gegen 22 Uhr. Dies ist der letzte bestätigte Zeitpunkt, zu dem Anna definitiv noch am Leben war und mit jemandem Kontakt hatte. Am Morgen des 3. Februar erhielt Saa eine seltsame SMS von ihrer Nummer. Darin stand: Ich habe einen wunderbaren Mann kennengelernt. Er hat ein Ferienhaus etwa 2 Autostunden von Madrid entfernt. Wir fahren dorthin. Der Empfang könnte instabil sein. Ich rufe zurück, wenn ich zurück bin. Später kam eine weitere Nachricht. Nach der Therapiesitzung gestern hatte ich Lust, spazieren zu gehen. Er kam auf der Straße auf mich zu. Wir haben sofort eine starke Verbindung gespürt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Saa fand diese Worte unnatürlich. Sie wusste, dass Anna vorsichtig war und niemals ohne Vorwarnung mit Fremden weggefahren wäre, schon gar nicht in eine andere Gegend. Sie schrieb sofort zurück, aber es kam keine weitere Nachricht. Auch ihre Anrufe blieben erfolglos. Zunächst dachte Saa, dass der Empfang vielleicht wirklich unterbrochen war, aber mit jeder Minute wuchs ihre Unruhe. Am selben Tag erhielt eine weitere Freundin von Anna, mit der sie auf Spanisch kommunizierte, eine ähnliche Nachricht. Der Stil dieser Texte war jedoch verdächtig. Sie waren trocken geschrieben, mit untypischen Formulierungen, die nicht Annas charakteristische Intonation widerspiegelten. Das Seltsamste war die Verwendung eines ungewöhnlichen Dialekts, der ihr nicht eigen war. Laut Annas Bruder schien der Text zunächst in einer anderen Sprache verfasst und dann mit einem Übersetzer übersetzt worden zu sein. Diese Version schien überzeugend. Die erhaltene Nachricht klang ungewöhnlich formell und unnatürlich, was auch ihn beunruhigte. Beide Empfänger der Nachrichten, Saa und die spanischsprachige Freundin, verstanden sofort, dass Anna diese Texte nicht selbst geschrieben hatte. Sie verglichen den Stil mit früheren Nachrichten, in denen Anna sich lebhaft ausgedrückt hatte, was hier völlig fehlte. Außerdem widersprach die in den Nachrichten beschriebene Situation ihrem Verhalten in den vergangenen Tagen. Am nächsten Tag begann Saa, nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um mit Anna in Kontakt zu treten. Sie wandte sich an gemeinsame Bekannte, versuchte ihren Standort über eine App zu ermitteln und rief sogar medizinische Einrichtungen an. Es gab keine Ergebnisse. Annas Telefon blieb eingeschaltet, aber sie antwortete nicht. Nachdem sie die beunruhigenden Nachrichten von Annas Handy erhalten hatte, wandte sich Saa unverzüglich an die Polizei in Madrid. Sie erklärte, dass das Verhalten ihrer Freundin völlig untypisch sei. Der Kontakt sei plötzlich abgebrochen und die Nachrichten seien in einer für sie unnatürlichen Weise geschrieben. Die spanischen Strafverfolgungsbehörden unternahmen jedoch keine aktiven Schritte. Zu diesem Zeitpunkt gingen sie davon aus, dass Anna eine volljährige Frau ist, die das Recht hat, selbstständige Entscheidungen zu treffen, einschließlich einer plötzlichen Abreise. Annas formelles Verschwinden wurde nicht als verdächtig angesehen. Vertreter der Polizei erklärten, dass vor Einleitung einer Untersuchung sichergestellt werden müsse, dass sie sich tatsächlich nicht aus freien Stücken nicht melde. Weder die beunruhigenden Nachrichten noch Annas Schweigen waren für sie Grund genug, etwas zu unternehmen. Der einzige Anhaltspunkt, auf den sich die Polizei stützen wollte, war der 5. Februar, der Tag, an dem Anna Tickets nach Barcelona gekauft hatte. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass ihre Abwesenheit als offizielles Verschwinden gilt, wenn sie nicht am Bahnhof erscheint und sich nicht meldet. Diese Entscheidung bedeutete, dass innerhalb von 3 Tagen, nachdem Anna nicht mehr reagierte, keine aktiven Maßnahmen ergriffen wurden. Die Polizei erhielt keinen Zugang zu ihrem Telefon, durchsuchte ihre Wohnung nicht und forderte keine Informationen über ihre letzten Bewegungen an. Während dieser ganzen Zeit versuchten Annas Freunde selbst mit ihr in Kontakt zu treten.
Sie riefen an, schrieben ihr, kontaktierten Leute in Madrid, aber ohne Erfolg. Auch die Bitte an die Polizei, Maßnahmen zu ergreifen, blieb ohne Wirkung. Die Situation wurde weiterhin als privat angesehen. Am 5. Februar erschien Anna nicht am Bahnhof. Keines ihrer Telefone war erreichbar. Erst danach wurde sie von den Behörden offiziell als vermisst gemeldet. Am selben Tag wurde beim Gericht ein Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl für ihre Wohnung und ihre Telefonverbindungsdaten gestellt. Doch auch hier gab es ein neues Hindernis. Der Richter lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass in der Wohnung keine Anzeichen für eine Straftat vorlägen. Es gab keine Spuren von Einbruch, Lärm, Kampf oder anderen Anzeichen von Gewalt. Aus rechtlicher Sicht gab es keine Gründe für eine Durchsuchung und den Zugriff auf ihre Daten. Als die Polizei einige Tage später doch eine Untersuchung der Wohnung durchführte, stellte sich heraus, dass die Tür von außen verschlossen war. Im Inneren sah alles in Ordnung aus. Die Sachen waren unberührt. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes. Teure Gegenstände waren vorhanden. Aber die Abwesenheit der Bewohnerin bei völlig unberührter Wohnung warf ernsthafte Fragen auf. Dies deutete darauf hin, dass sie entweder freiwillig gegangen war und nicht zurückgekommen war, oder dass sie ohne Spuren eines Einbruchs weggebracht worden war. Annas Bruder Philipp stand in engem Kontakt mit den spanischen Behörden, stellte jedoch fest, dass die Koordination zwischen den Ländern schwierig sei. Er teilte Journalisten mit, dass die Ermittler in Madrid kein Englisch sprachen und aus den USA noch keine ausreichende Unterstützung eingegangen sei. Er äußerte sich auch besorgt darüber, dass es keine enge Zusammenarbeit zwischen der spanischen Polizei, dem FBI und dem amerikanischen Konsulat gebe, obwohl es sich um eine US-Bürgerin handele, die unter ungeklärten Umständen im Ausland verschwunden sei. Die ersten Tage nach Annas Verschwinden wurden kritisch versäumt. Die Zeit, in der noch frische Spuren gesichert, Nachbarn befragt und Handy- und Kamerasignale verfolgt werden konnten, wurde mit Warten verbracht. Die offizielle Haltung, dass sie freiwillig verschwunden sei, verhinderte sofortige Maßnahmen, die den Verlauf der Ermittlungen hätten ändern können. Am 4. Tag nach Annas Verschwinden übergaben Mitarbeiter ihrer Wohnanlage der Polizei Informationen, die die Ernsthaftigkeit der Ermittlungen veränderten. Es ging um die nächtlichen Ereignisse vom 2. Februar, genau zu dem Zeitpunkt, als Anna zum letzten Mal Kontakt aufgenommen hatte. Der Hausverwalter teilte mit, dass die Überwachungskameras im Eingangsbereich und an der Fassade teilweise außer Betrieb gesetzt worden waren. Dies geschah gegen 21:30 Uhr, eine halbe Stunde bevor Anna den Kontakt zu ihrer Freundin abbrach. Beim Durchsehen der Aufnahmen stellte der Wachdienst fest, dass die Kameralinsen beschmiert waren. Auf den Bildern ist ein Mann in dunkler Kleidung und mit einem Motorradhelm zu sehen. Er näherte sich den Außenkameras und begann gezielt, Farbe direkt auf die Objektive zu sprühen. Anschließend betrat er das Gebäude und wartete auf den Moment, in dem jemand hinausging, um sich Zugang zu verschaffen. Im Inneren wiederholte er seine Handlungen und besprühte die Kamera im Bereich des Aufzugs. Die Beweise deuteten darauf hin, dass die Tat geplant war. Er wusste, wo sich die Überwachungskameras befanden und wie man sie schnell und unbemerkt ausschalten konnte. Die Beschädigung der Sicherheitssysteme wurde von Mitarbeitern des Gebäudes bestätigt. Das Videomaterial der Kameras wurde kopiert und an die spanische Polizei weitergeleitet. Es war der erste visuelle Hinweis in dem Fall, der auf eine mögliche Beteiligung einer fremden Person hindeutete. Aufgrund des Helms und der dunklen Kleidung war es jedoch unmöglich, die Person auf dem Video zu identifizieren. Sein Gesicht war vollständig verdeckt und seine Statur ließ keine eindeutigen Rückschlüsse zu. Dennoch fielen den Experten einige Besonderheiten auf. Die Augen, ein Teil der Stirn und die Augenbrauen waren im Bild zu sehen. Eine weitere Analyse ergab, dass die Außenkamera etwa 30 Sekunden lang verdeckt war, die Innenkamera etwas schneller. Alle Handlungen waren klar und entschlossen. Zu keinem Zeitpunkt zögerte der Mann oder schaute sich um. Dies gab ebenfalls Anlass zu der Vermutung, dass er im Voraus wusste, wie lange der Vorgang dauern würde und mit Selbstsicherheit handelte. Einige Tage später bestätigte eine Mitarbeiterin des Gebäudes, dass der Mann im Moment, als die Bewohner das Gebäude verließen, im Bild zu sehen war. Er nutzte dies, um sich Zugang zu verschaffen. Dies deutet darauf hin, dass er keinen Zugang mit einem Ausweis oder Code hatte und somit nicht als Bewohner registriert war. Sein Weg war direkt, vom Eingang zur Kamera neben dem Aufzug, ohne Abweichungen und ohne anzuhalten. Das Video löste nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei Annas Freunden heftige Reaktionen aus. Saar, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Madrid war,
gab die Aufzeichnung an Journalisten weiter. Es gab erste Medienberichte und die Geschichte begann für Aufsehen zu sorgen. In den Medien tauchten Vermutungen auf, dass der Mann mit dem Helm in direktem Zusammenhang mit Annas Verschwinden stehen könnte. Seine Motive und seine Identität blieben jedoch unbekannt. Nach der Veröffentlichung des Bildes aus dem Video leitete das FBI eine eigene Untersuchung ein. Ihrer Aussage zufolge sei es trotz der schlechten Qualität der Aufnahme möglich, Bildausschnitte für einen Abgleich mit Datenbanken zu verwenden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Form der Augenpartie, die Stirn, die Struktur der Augenbrauen und den oberen Teil des Gesichts gelegt. Diese Bereiche können auch bei teilweiser Maskierung einen ausreichenden Wiedererkennungswert aufweisen. Das Interesse an der Aufnahme verstärkte sich, nachdem bekannt wurde, dass die Person Farbe derselben Marke verwendet hatte, die später auch in anderen Episoden des Falls auftauchte. Informationen hierzu werden später offiziell bekannt gegeben, aber bereits zu diesem Zeitpunkt hat die Untersuchung eine Übereinstimmung zwischen dem Typ des Sprühdoseninhalts und der Verpackung festgestellt, die bei der Videoüberwachung in einem der Geschäfte entdeckt wurde. Dort hatten Kameras einen Käufer aufgezeichnet, der dem Mann auf dem Video ähnelte und die gesuchte Sprühdose kaufte. Nachdem Anna Knežević den Kontakt abgebrochen hatte, wandte sich ihre Freundin Zsa an ihren Ehemann David Knežević. Das Gespräch fand am 4. Februar statt. Laut Zsa befand er sich zu diesem Zeitpunkt in Florida. Sie schlug ihm vor, gemeinsam nach Madrid zu fliegen, um Anna zu suchen. Er stimmte zu, versprach am nächsten Tag zu fliegen und besprach sogar einen konkreten Flug von Miami. Am vereinbarten Tag kam er jedoch nicht an. Später teilte er mit, dass er sich in Serbien befinde. Diese Wendung verwirrte Annas Freunde. David wusste, dass seine Frau unter verdächtigen Umständen in einem anderen Land verschwunden war. Er hätte nach Spanien fliegen können, entschied sich jedoch, nach Serbien zu reisen. Sein Verhalten schien unerklärlich. Anstatt sich an der Suche zu beteiligen, befand er sich in einem dritten Land, in dem seine Verwandten lebten. Es stellte sich die logische Frage: Warum weigerte er sich, dorthin zu fliegen, wo seine Frau verschwunden war, und versuchte nicht, sich persönlich an der Suche zu beteiligen? Davids Verhalten weckte Zsas Misstrauen. Sie bemerkte, dass seine Reaktion kalt war und dass seine Handlungen, obwohl er keine offene Gleichgültigkeit zeigte, dem gesunden Menschenverstand widersprachen. Er unternahm keine Schritte, um in den kritischen ersten Tagen nach Madrid zu reisen. Seinen Angaben zufolge hatte er in Spanien nichts zu tun, da er kein Spanisch spricht, dort keine Unterkunft hat und sich nicht auskennt. Dies erklärte auch sein Anwalt. Davids Vertreter teilte den Journalisten mit, dass eine Reise in ein Land, in dem er keine Kontakte habe, wirkungslos wäre. Er fügte hinzu, dass sein Mandant über Annas Verschwinden besorgt sei, es jedoch nicht für notwendig halte, vor Ort zu sein. Nach Annas Verschwinden engagierte David einen Anwalt in Florida. Der Verteidiger behauptete, sein Mandant habe Kontakt zum FBI aufgenommen und alle erforderlichen Informationen bereitgestellt, darunter auch Angaben zu Kreditkarten und zu Versuchen, in Spanien rechtlichen Beistand zu erhalten. Allerdings sei keiner dieser Schritte mit seiner persönlichen Beteiligung an den Suchmaßnahmen vor Ort einhergegangen. Trotz der Bereitstellung der Informationen hielt David Abstand und gab keine öffentlichen Erklärungen ab. Davids Reise nach Serbien sorgte für immer mehr Diskussionen. Er behauptete, dass er die USA schon vor Annas Verschwinden verlassen habe und die ganze Zeit im Ausland gewesen sei. Zsa erzählte aber, dass sie am 4. Februar mit ihm telefoniert habe und er ihr gesagt habe, dass er in Florida sei. Demnach könnte der Abflug nach Serbien bereits nach diesem Gespräch stattgefunden haben. Offizielle Informationen der Grenzschutzbehörde wurden zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlicht. Davids Anwalt legte als Beweis seinen Reisepass vor und erklärte, dass die Ausreise im Voraus erfolgt sei. Diese Unstimmigkeiten weckten Misstrauen und verstärkten den Verdacht gegen ihn. Die Situation wurde dadurch erschwert, dass sich bereits einige Monate vor Annas Verschwinden ein Vermögensstreit zwischen den Eheleuten vor dem Hintergrund der bevorstehenden Aufteilung des Vermögens verschärft hatte. Der Verdacht erschien logisch. Es ging nicht nur um eine Scheidung, sondern um erhebliche Summen und gemeinsames Eigentum. Annas Freunde betonten, dass ihre Beziehung nicht mehr als friedlich bezeichnet werden konnte. David und sein Anwalt beharrten jedoch auf dem Gegenteil. Ihren Angaben zufolge verlief die Scheidung ohne Konflikte, die Eheleute hätten sich lediglich auseinandergelebt. Formell wurde David zu diesem Zeitpunkt noch keine Anklage erhoben,
und er hielt sich weiterhin außerhalb der USA auf. Seine Abwesenheit vor Ort, seine Weigerung, sich an der Suche zu beteiligen und die Unstimmigkeiten in seinen Aussagen bildeten jedoch die Grundlage für weitere Ermittlungen. Während er behauptete, nichts mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben, weckten immer mehr indirekte Details das Interesse der Polizei. Im Mai 2024 wurde David Knežević vom FBI am internationalen Flughafen von Miami festgenommen. Er war mit einem Flug aus dem Ausland angekommen und wurde bei der Passkontrolle von Mitarbeitern des Diplomatischen Dienstes und des FBI ohne Widerstand festgenommen. Dies war die erste offizielle Maßnahme, die ihn direkt mit dem Fall des Verschwindens von Anna Knežević in Verbindung brachte. Die Anklage lautete auf Beteiligung an der Entführung einer US-Bürgerin außerhalb des Landes. Die Festnahme basierte auf einer Reihe indirekter, aber miteinander verbundener Beweise, die im Rahmen einer internationalen Untersuchung gesammelt worden waren. Im Mittelpunkt standen Videoaufnahmen, die Ermittler in Spanien und Serbien erhalten hatten. In einem Geschäft in der Nähe von Annas Wohnung in Madrid filmten Kameras einen Mann, der David ähnlich sah und eine Sprühdose mit Farbe und eine Rolle Klebeband kaufte. Nach Angaben der Untersuchung wurde eine Sprühdose derselben Marke verwendet, um die Überwachungskameras in Annas Wohnung zu übermalen. Auch die charakteristischen Details der Verpackung und die Farbe der Farbe stimmten überein. Dieser Vorfall wurde als Beweis für die Vorbereitungshandlungen gewertet. Neben den Videoaufnahmen konnten die Ermittler auch die Route des von David in Serbien gemieteten Autos ermitteln. Anhand der GPS-Daten konnte festgestellt werden, dass das Auto die spanische Grenze überquerte und eine Route durch Madrid nahm, bevor es durch Norditalien zurück nach Serbien fuhr. Die geografische Genauigkeit der Route ließ die Vermutung aufkommen, dass Annas Leiche in diesem Auto transportiert worden sein könnte. Ein Halt in einem Waldgebiet in Norditalien weckte das Interesse der italienischen und spanischen Ermittler, und in dieser Gegend wurden Suchmaßnahmen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Leiche noch nicht gefunden, aber die Transportversion blieb die Haupthypothese. Besondere Aufmerksamkeit erregte ein Vorfall, der sich im Aufzug des Wohnhauses von Anna ereignet hatte. Die Ermittler legten ein Video vor, auf dem ein Mann mit einer Statur, die der von David entspricht, mit einem großen Koffer aus dem Aufzug steigt. Dies geschah in der Nacht ihres Verschwindens. Das Gesicht ist nicht zu sehen, aber die Zeit und die Umstände stimmen mit anderen Materialien des Falles überein. Nach Ansicht der Ermittler könnte der Koffer zum Abtransport der Leiche aus der Wohnung verwendet worden sein. Das Auto, das er in Serbien gemietet hatte, wurde später an die Vermietungsfirma zurückgegeben. Bei der Rückgabe stellte sich heraus, dass es während der Nutzung mehr als 5000 Kilometer zurückgelegt hatte. Außerdem waren am Auto getönte Scheiben angebracht, die ursprünglich nicht vorhanden waren. Diese Änderungen entsprachen nicht den Mietbedingungen und erregten Verdacht. Außerdem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug während der vermuteten Fahrt mit gefälschten Kennzeichen benutzt worden war. Die spanische Polizei registrierte ein ähnliches Fahrzeug in der Gegend, in der Anna verschwunden war, konnte jedoch aufgrund der getönten Scheiben und der gefälschten Kennzeichen die Identität des Fahrers nicht feststellen. Das FBI brachte alle diese Elemente miteinander in Verbindung: den Kauf von Materialien, die Manipulation des Videoüberwachungssystems, die Fahrtroute, das Video mit dem Koffer und die technischen Veränderungen am Fahrzeug. Nach ihrer Einschätzung deutet die Gesamtheit dieser Faktoren auf planmäßige Handlungen hin, die auf die Begehung einer Straftat und die Verschleierung ihrer Folgen abzielen. In den offiziellen Unterlagen wurde betont, dass es sich um eine Entführung handelt, die auf dem Territorium eines anderen Staates unter Beteiligung eines US-Bürgers begangen wurde. Trotz des Fehlens der Leiche hielt die Staatsanwaltschaft die Beweislage für ausreichend, um eine Verhaftung zu rechtfertigen. David leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand und wurde in ein Bundesgefängnis in Südflorida gebracht. Die Anwälte des Angeklagten erklärten, dass er mit den Behörden kooperiert, Informationen freiwillig weitergegeben habe und nicht die Absicht gehabt habe, sich zu verstecken. Die Staatsanwaltschaft bestand jedoch darauf, dass die Menge der Indizien und die Umstände des Falles auf ein hohes Fluchtrisiko hindeuten. Nach Davids Verhaftung fand in Miami die erste Gerichtsverhandlung statt, in der über seine Freilassung gegen Kaution entschieden wurde. Der Richter lehnte diesen Antrag mit Verweis auf die hohe Fluchtgefahr ab. In der Begründung des Urteils wurde festgestellt, dass die Ermittlungen darauf hindeuten, dass die Handlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Anna Knežević sorgfältig geplant und gut vorbereitet waren.
Das Gericht hob in seiner Entscheidung besonders die Durchdachtheit und Raffinesse des Verhaltens des Verdächtigen hervor, die es nach Ansicht des Gerichts nicht zuließen, ihn vor Beginn des Verfahrens freizulassen. Die Anwälte von Knežević legten erneut Berufung ein. Sie bestanden darauf, dass ihr Mandant keine Gefahr darstelle und nicht beabsichtige, sich der Untersuchung zu entziehen. Es wurde eine hohe Kaution sowie eine elektronische Fußfessel, ein Ausreiseverbot und Hausarrest vorgeschlagen. Die Verteidigung verwies auf seinen langjährigen Aufenthalt in den USA, seine Vorstrafenfreiheit und seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Behörden. Das Gericht lehnte dies jedoch erneut ab. Als Begründung wurden dieselben Argumente angeführt: Fluchtgefahr und Schwere der Vorwürfe. Das Hauptargument der Verteidigung war, dass David Knežević zum Zeitpunkt des Verschwindens seiner Frau nicht in Spanien sein konnte. Laut seinem Anwalt sei er lange vor dem 2. Februar nach Serbien geflogen. Zur Bestätigung dieser Version wurden Stempel in seinem Reisepass und Informationen über internationale Flüge vorgelegt. Die Verteidigung beharrte darauf, dass Knežević zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Straftat physisch nicht in Madrid sein konnte. Darüber hinaus wies der Anwalt darauf hin, dass David kein Spanisch spricht, keine Wohnung und keine Verbindungen in Spanien hat, was seiner Meinung nach die Beteiligung seines Mandanten an der Vorbereitung der Straftat unwahrscheinlich macht. Die Staatsanwaltschaft widersprach dieser Position entschieden. Nach Ansicht der Anklage deuten die Ermittlungsergebnisse auf ein sorgfältig geplantes Verbrechen hin. Die Staatsanwälte betonten, dass Kneževićs Reise durch Europa zeitlich mit dem Verschwinden von Anna zusammenfiel. Die Akte enthielt Informationen über die Route des gemieteten Autos, den Kauf der notwendigen Gegenstände und andere Handlungen, die auf eine vorherige Vorbereitung hindeuten. Trotz fehlender direkter Beweise ist die Staatsanwaltschaft der Ansicht, dass die Gesamtheit der Indizien auf seine Beteiligung hindeutet. Zur Untermauerung der Position der Anklage wurden dem Gericht Auszüge aus der Korrespondenz, Aufzeichnungen von Überwachungskameras, Abrechnungen und eine Analyse des Verhaltens des Verdächtigen vorgelegt. Es wurde betont, dass einige Handlungen nicht zufällig gewesen sein können. Der Richter stellte fest, dass sich die Anklage auf ein beeindruckendes System indirekter Beweise stützt, die ein überzeugendes Bild der Ereignisse zeichnen. Obwohl Annas Leiche bis heute nicht gefunden wurde, enthalten die Akten Umstände, die auf ein gewaltsames Verschwinden und die Beteiligung einer bestimmten Person schließen lassen. Auf die Einwände der Verteidigung hinsichtlich unzureichender Beweise hin, wies der Richter darauf hin, dass das Gericht keine vollständige Bestätigung der Schuld benötige. Es reiche aus, eine hohe Wahrscheinlichkeit von Risiken festzustellen, darunter die Möglichkeit der Flucht oder der Einflussnahme auf die Ermittlungen. Vor diesem Hintergrund entschied das Gericht, Knežević in Haft zu belassen. Die Anwälte kündigten an, gegen die Ablehnung der Kaution Berufung einzulegen. Die Beschwerde wurde an das Bezirksgericht weitergeleitet, das die Entscheidungen der Vorinstanzen überprüft. Somit befand sich David Knežević zu Beginn des Hauptverfahrens weiterhin in Untersuchungshaft. Es wurde erwartet, dass es sich um einen groß angelegten Prozess mit der Hinzuziehung von Experten und internationalen Diensten handeln würde, der auch großes Medieninteresse auf sich ziehen würde. Gleichzeitig standen Davids Verbindungen zu einer Frau im Mittelpunkt der Ermittlungen, die laut FBI dabei geholfen haben soll, die Nachrichten zu verfassen, die angeblich am 3. Februar von Anna verschickt wurden. Es ist bekannt, dass sie Spanisch spricht und zuvor über eine Dating-App mit David in Kontakt stand. Die von Annas Telefon gesendeten Nachrichten waren in einem für sie unnatürlichen Stil auf Spanisch verfasst. Ihre Angehörigen fiel sofort auf, dass der Text wie eine maschinelle Übersetzung wirkte. Diese Version wurde durch eine linguistische Begutachtung bestätigt. Die Verteidigung bestand darauf, dass die Anklage keine direkten Beweise habe. Die Anwälte betonten, dass niemand David in Annas Wohnung gesehen habe und dass es keine Hinweise auf Kontakte zwischen ihm und ihr am Tag ihres Verschwindens gebe. Außerdem stellten sie die Echtheit des Videos in Frage, in dem der Verdächtige angeblich mit einem Koffer zu sehen ist. Ihrer Meinung nach könnte es sich um eine andere Person handeln, und die Identifizierung anhand teilweise anatomischer Merkmale sei nicht ausreichend. Darüber hinaus betonte die Verteidigung, dass es bis heute keine gerichtsmedizinischen Beweise für den Tod von Anna gebe. Im April 2025 wurde bekannt, dass David Knežević, der wegen Entführung und Mordes an seiner Frau Anna angeklagt war, tot in seiner Zelle in einem Bundesgefängnis in Miami aufgefunden wurde.
Nach Angaben seiner Anwälte hat er sich das Leben genommen. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Knežević in Untersuchungshaft ohne Recht auf Freilassung gegen Kaution und wartete auf seinen Prozess. Nach seinem Tod äußerte sich Annas Familie zutiefst enttäuscht. Der Prozess fand nie statt und der Verbleib von Annas Leiche ist weiterhin unbekannt. Die Angehörigen glauben, dass Knežević die Schlüssel zur Aufklärung der Ereignisse in der Nacht ihres Verschwindens mit ins Grab genommen hat. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.